Vielleicht, Katja, magst du gerne erzählen, was das Ziel ist im Juni? Im Juni würde tatsächlich die erste Frauenblindenfußball-Europameisterschaft in Italien stattfinden. Und das wäre natürlich ein super Ziel, wenn man da auch ein deutsches Team hinschicken könnte und einfach wirklich bei sozusagen der ersten Europameisterschaft dabei sein könnte. Ich finde wichtig, dass man einfach an dem ersten Anlass, wo ein Wettbewerbsereignis stattfindet, auch mit einem wettbewerbsfähigen Team spielt. Das ist die Chance, die wir jetzt haben, weil im Juni diese EM gespielt wird. Und dann hängt dann natürlich auch davon ab, wenn man der Erste oder Zweiter wird, kann man sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Und das war noch bis vor kurzem, war es nicht klar, dass wir uns da qualifizieren müssen dafür. Weil Birmingham, die WM 2023, stand noch als frei zugänglich im Raum und ist es jetzt in wenigen Monaten nicht mehr. Also das heißt, es ist auch eine Chance, international mit Frauenblindenfußball von Anfang an dabei zu sein. Sollte das jemand hören und sagen, ey, die haben eine Chance verdient, irgendwie das Geld müssen wir zusammenholen, weil auch dann tatsächlich der Deutsche Behindertensportbund, die für uns als Verband zuständig sind, sagen, ja, Männer, Blindenfußball ist eine paralympische Sportart, die können wir fördern, aber Frauenblindenfußball gibt es noch nicht im paralympischen Kanon. Und dadurch können wir für euch nichts tun. Dadurch sind wir auf uns selber gestellt und müssen quasi diese Pionierarbeit machen, die eigentlich selbstverständlich ist, und Geschlechtergerechtigkeit etc., Gender Mainstreaming sind Begriffe, die sind sowas von ausdekliniert, dass man sich einfach wundern kann, dass ein Sportverband noch sagen kann, nö, ist vom Bundesinnenministerium nicht vorgesehen, dass es Frauenblindenfußball gibt. Und das ist eine Hürde und müssen wir gucken, aber die Sportart als solche und das, was wir jetzt gemacht haben, das ist da, das lebt weiter. Ob wir es dann schaffen, zur EM zu fahren, das ist ein bisschen der kreativen Finanzarbeit davon abhängig. Mehr Frauen, mehr Teams, mehr Wettkampf. Ich meine, es gibt einfach nichts so. Und um Wettkampferfahrung zu sammeln, zur EM zu fahren, ist schon so ein dickes Brett bohren. Und ja, wir brauchen Wettkampf, wir brauchen Möglichkeiten, irgendwie uns weiterzuentwickeln. Wir haben alle derbe Bock, derbe Motivation, würden sofort überall antreten, können nicht. Und da braucht es einfach mehr Möglichkeiten. So, das ist, glaube ich, übelst wichtig. Wir wollen gemeinsam zur EM.